Damit deine Szenen und Objekte lebendiger werden, brauchst du neben Texturen und Farbe auch Animationen. Was genau ist das, wie funktionieren sie in Blender und welche 4 Arten von Objekten kannst du in Blender animieren? Und wie rendern wir eigentlich unsere Animationen als Bild oder Video? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Most Wanted. Du kannst dem Video gerne einen Like geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge und dem Thema in die Kommentare schreiben. Und schon geht's los. Beginnen wir mit der Frage, wie können wir in Blender Animationen erstellen? Nun, grundlegend geht das in jedem der verschiedenen Tabs. Wir können auch direkt hier im Layout-Tab mit der Timeline hier unten arbeiten. Aber eigentlich hat Blender vorgesehen, dass man hier oben den Animation-Tab nutzt. Hier haben wir 2 Dinge. Auf der linken Seite eine Vorschau unserer Kamera hier im 3D-Viewport. Wir haben hier rechts in ganz groß den 3D-Viewport wie im Layout-Tab und auch hier unten haben wir unsere Animation-Timeline. Beginnen wir mit der Frage, was ist eigentlich eine Animation? Eine Animation beinhaltet Wertänderungen über eine gewisse Zeitspanne. Das heißt, zu einem Zeitpunkt 1 oder 0 haben wir einen gewissen Startwert und am Ende der Animation haben wir für die gleiche Variable einen anderen Wert. Das kann die Position unseres Würfels sein, die Rotation, Skalierung, vielleicht auch die Farbe, sein Aussehen, seine Form oder auch andere Daten. Nur was ist eigentlich die Zeiteinheit von Animationen? Wir haben ja hier unten Zahlen von 0 bis 250 und wenn wir hier mit dem Mausrad runterscrollen, können wir auch noch weitere hier finden. Animationen oder eben Videos sowie auch Videospiele nutzen meist Frames, also eben gerenderte Bilder. Und du kennst bestimmt auch von Videos oder Spielen den Begriff FPS als Frames pro Sekunde. Die Bilder, die in einer Sekunde abgespielt werden. Gehen wir mal rechts hier in den Output Properties Tab und wir haben hier diverse Einstellungen. Beginnen wir ganz simpel. Der Frame Range. Das ist hier unten unsere Timeline, den können wir auch hier einstellen. Und da können wir zum Beispiel sagen, Ende ist 300. Jetzt haben wir insgesamt 300 Bilder als Animation genutzt. Dann finden wir darüber Frame Rate. Das ist eben, wie viele Frames pro Sekunde wollen wir haben. Wenn wir jetzt sagen 60 und wir nehmen mal die 300, dann können wir 300 durch 60 teilen und wir erhalten hieraus das Ergebnis 5. Ergo wird die komplette Animation von Frame 1 bis 300 hier 5 Sekunden dauern. Ganz simple Mathe. Zu einer Animation gehört nicht nur eben die Länge und auch die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Wir können auch bestimmen, in welcher Auflösung wir das Ganze sehen wollen. Wir könnten hier oben 3840 mal 2160 einstellen, um einen 4K-Render zu machen. Oder wir könnten auch runtergehen auf zum Beispiel 1280 mal 720. Oder wenn wir möchten, hier sogar Pixelart-Auflösungen, wie sagen wir mal 64 zu 32. Die Wahl der richtigen Auflösung ist in Blender eine sehr gute Strategie, denn egal was du modellierst, ob einen Charakter, einen Gegenstand oder auch eine Struktur, du kannst in Blender sowohl High-Quality-Bilder erzeugen, als auch Pixel-Art-Grafiken. Und je nach Art deines Projektes kann das sehr hilfreich sein. Nehmen wir mal hier Pixel Art als Beispiel. Wenn wir unseren Würfel, den wir hier links sehen, in einer geringen Auflösung rendern würden, und zwar wie hier 64 x 32, dann können wir jetzt mit F12 oder eben über Render und Render Image das Ganze hier als sehr kleine Grafik rendern. Wenn wir hier nah ranzoomen, stellen wir fest, das ist sehr verpixelt. Das Gegenstück dazu wäre die höhere Auflösung von 1920 x 1080p und wir machen nochmal Rendern mit F12. Jetzt sehen wir hier ein sehr hochauflösendes Bild von unserem Würfel. Vielleicht brauchst du das hier eher für Artworks oder für gute Videos und das andere eher für kleinere Game Assets. Am Ende kannst du ein Bild auch speichern und zwar hier oben über Image und dann speichern als. Hier in dem Bereich kannst du einstellen, welche Art von Bild du haben möchtest, ob BMP, PNG, JPEG oder andere Formate und auch welche Farbchannels du möchtest, wie viele Bits die Farben haben sollen, 8 oder 16, wie stark komprimiert werden soll und dem Ganzen hier unten einen Dateinamen geben und das als klassisches Bild auf deinem PC ablegen. Wir haben gerade eben gelernt, wie wir einzelne Bilder rendern können und sie speichern können.
Kommen wir jetzt aber zurück zum Thema Animationen in Blender. Wertänderungen über einen Zeitverlauf. Die erste grundlegende Frage ist, wie sind Animationen aufgebaut und welche Daten können wir in Blender animieren? Beginnen wir in der ersten Kategorie bei den Objekteigenschaften. Das sind die Dinge, die wir im Object Mode verändern können. Wie zum Beispiel eben mit G die Position, mit R die Rotation und mit S die Skalierung, auch bekannt als die Transform-Eigenschaften. Wenn wir im Inspektor rechts das orangene Viereck hier drücken, kriegen wir hier einmal Transform, Location, Rotation und Scale. Jetzt wollen wir erstmal diese Eigenschaften hier animieren. Dafür wählen wir in der Timeline hier unten den Frame aus, wo der erste Keyframe erstellt werden soll. Frame 1 ist der erste Punkt. Nehmen wir mal als Beispiel für uns nur die Position hier oben. Wenn wir alle drei Werte speichern wollen, können wir entweder hier auf die Rauten einzeln draufklicken, nach der Reihe, dann leuchten diese hier gelb auf, oder wir gehen auf X, Y oder Z und drücken die Taste I. Dann werden nämlich hier alle drei Felder gelb markiert und die gesamte Position wird in der Animation hier unten gespeichert. Das können wir auch hier schauen. Unter Object Transforms haben wir eben die X, Y und Z Location. Jetzt gehen wir mal auf Frame 300. Das ist hier hinten diese Stelle. Und jetzt können wir uns eine andere Position aussuchen. Nehmen wir mal hier X auf den Wert 5. Und jetzt haben wir hier oben das Ganze in Orange aufleuchten. Das heißt, wir haben eine Wertänderung gemacht. Um sie zu speichern, drücken wir rechts daneben die Raute oder nochmal die Taste I. Animationen können auch direkt im 3D-Viewport erstellt werden, zumindest für die Transform-Eigenschaften. Wenn du hier einfach mal I drückst, dann siehst du, dass rechts im Inspektor alle Werte gelb aufleuchten, denn jetzt wurde ein Keyframe angelegt für jegliche Transform-Eigenschaften. Wenn du aber das Kuchenmenü aktiviert hast, kannst du hier drin I gedrückt halten und die Maus bewegen und du kannst hier auch Location, Rotation, Scale oder Available auswählen, was in dem Falle alle drei Eigenschaften hier oben mitnimmt. Wir können in der Animation Timeline alle Eigenschaften auch sehen, indem wir hier unten mal das Object Transform aufklappen. Du siehst hierbei, wir haben für den hinteren Teil jetzt alle Eigenschaften gesetzt, vorne nur die Position. Wir wollen es aber mal nur auf die Position reduzieren. Also gehen wir hier unten hin und löschen nochmal alles, was eben die Rotation angeht und auch die Skalierung angeht, raus. Einfach markieren und Rechtsklick können wir hier drücken für verschiedene Optionen oder einfach entfernen oder X drücken und weg sind diese. Was bedeuten die orangenen Balken hier unten? Wenn ein solcher Balken hier in der Animation ist, dann heißt das, dieser Wert verändert sich nicht zwischen dem ersten und zweiten Keyframe oder zwischen dem aktuellen und nächsten. Das heißt, hier haben wir in der Y-Position und in der Z-Position keine Veränderung. Die zweite Art von Daten sind die von Materials, denn wir können natürlich auch hier jede einzelne Eigenschaft animieren. Wenn du auf einem Mesh kein Material hast, wirst du einen Button plus New haben, um ein neues zu erzeugen. Ganz wichtig ist, wenn die Animation ein Material verändert, dann betrifft es alle Meshes, die das Material nutzen. Wir ändern hier nicht pro Objekt, sondern pro Material. Nehmen wir also mal hier unten Frame 1 und hier oben eine Farbe wie zum Beispiel Blau und setzen die hier mit dem Keyframing über I. Dann Frame 300 hier hinten, die Farbe nochmal ändern auf zum Beispiel Rot und das Ganze ist auch gesetzt. Damit wir jetzt die Farbe aber hier links in der Kameravorschau sehen können, brauchen wir hier oben die Render-Vorschau mit entweder der Material Preview oder der Render-Vorschau, wie es am Ende aussehen wird. Die dritte Art von Daten, die wir in Blender animieren können, liegen in der Szene. Wir haben im Inspektor hier diese rote Weltkugel. Das sind die Welteigenschaften. Und hier gibt es nicht allzu viel. Aber hier oben Farbe und Stärke. Das sind die Sachen, die sich auf den Hintergrund beziehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal hier auf den ersten Frame zurückgehen und hier oben die Farbe ändern von beispielsweise einem klassischen Grauton eher auf einen grünen oder eher leicht hellblauen Ton, dann können wir hier das Ganze mit dem Button über die Eigenschaft animieren. Genauso können wir auch hingehen und wieder bei Frame 300 hier unten uns die nächsten Frames schnappen und hier auch die Farben ändern. Vielleicht eher ein dunkelrot, vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler hier, ungefähr so, und das auch hier mit einem Keyframe versehen. Und es gibt noch eine vierte Art von Daten, die wir animieren können. Und das sind die Mesh-Daten. Und die finden wir hier unten. Hier gibt es unter anderem den Bereich der Shape Keys.
Und was das genau ist, gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hierfür gehen wir zuerst kurz in den Layout-Tab zurück, um mal unnötige Sachen einfach auszublenden. Jetzt wählen wir nochmal hier unten unsere Mesh-Daten aus und gehen in den Reiter Shape Keys. Die Technik der Shape Keys oder auch Blend Shapes genannt, ist eine ganz exzellente, um dein Mesh zu verformen, ohne neue Daten hinzuzufügen oder zu löschen. Du musst also immer dann mit dem arbeiten, was du bereits hast. Das heißt, design dir zum Beispiel zuerst einen 3D-Character und füg ihm dann Shape Keys hinzu, um ihn zu verändern. Das findest du sehr häufig bei Character-Editoren, wenn du Arm und Bein breiter verändern kannst oder auch teilweise die Länge, beim Gesicht ein bisschen Details, die Nase länger oder kürzer, breiter oder dünner, den Mund verändern. All das ist das Werk von Shape Keys. Und ich will dir mal zeigen, was das in Blender genau macht. Beginnen wir mit einer kleinen Info. Ich gehe einmal kurz in den Reiter UV Editing, wähle den kompletten Würfel mit A aus, dann gehe ich links hin und wähle hier mit N das Transform Panel und schnapp mir aus dem Reiter UV Toolkit, was wir vor ein paar Folgen installiert haben als Plugin, hier unten die Grid Checker Map und nehme mal ein Preset wie 512x512. Warum? Mit einer Texturvorschau wird sehr schnell klar, wie sich Texturen verändern, wenn das Mesh sich verformt. Wir gehen zurück in das Layout und ich aktiviere hier oben den Shading-Modus der Material Vorschau, dass wir hier das Grid genau sehen können. Jetzt fügen wir Formen zu unserem Mesh hinzu. Mit dem ersten Shape Key definieren wir die Basisform. Das ist eben das Aussehen von unserem Mesh, genau wie es jetzt ist. Daran wollen wir keine Änderungen mehr vornehmen, deswegen sperren wir das direkt. Das hat die Auswirkung, dass wenn wir hier mit Tab in den Edit Mode gehen, wir nicht mehr bewegen, rotieren und skalieren können. Wir können nur noch neue Daten zum Mesh hinzufügen, zum Beispiel eben mit Loop Cuts. Also seid ihr bewusst, macht das erst, wenn dein Mesh in der Basisform wirklich alle Daten hat, die es braucht. Denn wenn Daten hinzugefügt werden und es existieren bereits Shape Keys, dann werden diese nicht damit einbezogen. Wir gehen zurück mit Tab in den Object Mode und legen den zweiten Shape Key an. Und zwar mit Plus können wir einmal hier einen Key anlegen, den wir Pyramid nennen wollen, auf Deutsch Pyramide. Und jetzt dasselbe Spiel. Wir nehmen diesen Shape Key hier und gehen mit Tab in den Edit Mode. Wir nehmen die obere Seite hier mit der Zahlenreihe 3 in der Flächenauswahl, machen S für Skalieren auf 0, Enter drücken und wir sehen schon, wie die Textur sich hier ein bisschen verzerrt. Am unteren Rand das gleiche, die Fläche auswählen, S1.5 und Enter. Da haben wir eine breite Pyramide jetzt aus unserem Würfel gemacht. Aber Achtung, wenn wir mit Tab in den Object Mode gehen, sehen wir den Würfel. Denn das liegt unter anderem daran, dass wir hier keine Wertänderung bisher haben. Du siehst hier, die Pyramide hat den Wert von 0, im Grunde 0%. Ein Shape Key ist immer relativ zu einem anderen. In dem Fall hier unten relativ zur Basis. Und das heißt, wenn wir 0% haben, sind wir genau wie die Basis. Erhöhen wir das Ganze hier aber, gehen wir Richtung 100% von unseren veränderten Daten. Und das gleiche können wir jetzt wiederholen für eine weitere Form. Wir fügen Plus hinzu und nehmen mal hier einen Shape Key namens Tower. Der Tower kann jetzt ebenfalls auf Basis der Basis sein oder auf Basis der Pyramide. Wir gehen wieder mit Tab in den Edit Mode, nehmen die obere Fläche und bewegen diese über G, Z nach oben, ungefähr so, lassen das hier los und verlassen auch den Edit Mode wieder. Jetzt können wir die Pyramide konfigurieren, meinetwegen in diese Form hier, und den Tower nutzen, um die Höhe zu verändern, und wir haben hier eine hohe Pyramide. Ziemlich cool, oder? Du kannst dir also auch so ein Basis-Asset gestalten und dann verschiedene Variationen damit erzeugen. Mit dieser Erkenntnis können wir jetzt im UV-Editing hier wieder dieses Checker-Textur löschen und zurückgehen hier auf Layout. Dann haben wir hier unsere blaue Farbe auch wieder. Um unsere Shape Keys jetzt in Animationen zu nutzen, gehen wir zurück in den Animation Tab und dann haben wir unser Mesh ja bereits ausgewählt. Wir gehen hier runter in die Timeline, schnappen uns einmal Frame 1, gehen in den Reiter der Daten. Und jetzt können wir jetzt zum Beispiel die Pyramide auswählen. Wir beginnen mal hier beim Wert 0 und beim Tower auch beim Wert 0. Jetzt wollen wir, dass wir zuerst mal für diese beiden Nullerwerte den Keyframe setzen. Also hier die Property
animieren und den Wert speichern. Und dann gehen wir zurück hier unten auf das Frame 300, ungefähr hierhin, und tragen hier mal 100% ein und auch hier 100%. Dafür den Keyframe wieder setzen und auch hier erneut setzen und schon haben wir das Ganze gespeichert. Jetzt siehst du, wie der Würfel anfänglich im Blau ist und je mehr er nach Rot geht, desto mehr wird er zu einer hohen Pyramide. Wenn du dir das viele Klicken sparen willst für das Setzen der Animationswerte in die Keyframes, kannst du auch hier unten Auto-Keying aktivieren. Wenn das aktiviert ist, kommen Wertänderungen sofort in die Animation Timeline. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Eigenschaft mindestens einmal bereits in der Animation Timeline vorkommen muss. Als Beispiel, wir gehen mal hier auf Frame 150 und wir wollen hier einmal unsere Material-Farbe ändern. Wir haben bereits die Farbe Blau und Rot hier drin enthalten. Jetzt gehen wir aufs Material, auf die Base Color und ändern hier die Farbe auf zum Beispiel Grün. Du siehst hier unten, die Farbe taucht sofort auf wegen Auto-Keying und weil sie bereits einmal in der Animation vorkam. Als nächstes gehen wir auf die Welteinstellungen hier, machen eine Farbänderung, nehmen hierbei mal Grün und lassen auch das relativ dunkel aussehen. Ungefähr so. Auch weil diese bereits in der Animation drin war, kann der Key automatisch gesetzt werden. Jetzt haben wir alle 4 Kategorien von Daten in der Animation Timeline. Aber was du noch wissen solltest ist, wie ändern sich Werte? Nehmen wir mal nur 2 nebeneinander liegende Keyframes oder alle, die wir hier unten haben, dann können wir per Rechtsklick hier einmal den Interpolation Mode bestimmen. Du siehst, Wertänderungen können von jetzt auf gleich passieren, linear verlaufen oder eher kurvenartig sein. Und es gibt auch noch hier weitere spezifischere Kombinationen. Nehmen wir mal genau linear. Du siehst jetzt hier unten die grünen Streifen auftauchen und jetzt können wir hier Play drücken und sehen, das Ganze verläuft wirklich linear und geht nicht von schnell nach langsam. Für ein Objekt kannst du auch mehr als nur eine einzige Animation erstellen. Dafür gehst du in der Animation Timeline links oben auf das Dope Sheet und änderst das Ganze auf den Action Editor. Denn jetzt kriegen wir die gleiche Ansicht, aber verändert. Wir sehen nur noch die objektbezogene Animation mit allen Daten zu diesem Mesh. Und obendrauf haben wir jetzt hier unsere Cube Action. Das ist die erste Animation, die wir haben. Wir können diese jetzt unter anderem hier mit einer neuen Action austauschen. Dann haben wir hier Cube Action 001 und jetzt können wir hier unten für Cube Action 001 die Animationsdaten ändern und austauschen. Auf dem Dropdown auf der linken Seite kannst du auch alle angelegten Animationen sehen. Gebt deinen Animationen wirklich aussagekräftigen Namen. Ein Charakter kann zum Beispiel Idle sein, Run fürs Gehen, Jump fürs Springen, Attack fürs Angreifen. Such dir aussagekräftige Namen und gib sie hier oben ins Eingabefeld ein. Somit fehlt nur noch eine Sache, die Animation als Video rendern. Dafür geben wir jetzt hier oben auf den Output-Tab wieder und dann haben wir hier unten die Kategorie Output. Während unsere Auflösung hier oben mit den FPS und auch dem Frame Range bereits gesetzt ist, fehlt noch der Speicherort eben, hier oben der erste Eintrag und danach hier unten, welches Dateiformat wir nehmen möchten. Wichtig ist, wenn wir jetzt hier PNG auswählen, dann kann unsere Animation Frame für Frame in einer Reihe von PNGs gerendert werden. Wenn wir aber ein klassisches Video haben möchten, wählen wir hier FFmpeg Video. Dadurch können wir hier unten einmal beim Encoding festwählen, welche Art von Datencontainer wollen wir haben. Das ist das Dateiformat. Matroska ist MKV, wir haben AVI, MP4, WebM, Flash-Videos, das können wir hier auswählen. Nehmen wir mal als Beispiel hier MPEG 4. Dann können wir hier unten den Videocodec auswählen und wir bleiben mal hier bei H264. Die Frage ist, welche Qualität wollen wir haben? Medium, hoch, niedrig oder auch vielleicht kontrollierte Bitraten, das können wir hier ebenfalls konfigurieren. Nehmen wir mal eine hohe Qualität und Encoding Speed gut, Slowest oder Echtzeit. Ich nehme mal hier Echtzeit. Jetzt haben wir die grundlegenden Einstellungen getroffen, um unser Video zu rendern. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Wir gehen oben links auf Render, dann Render Animation, das Fenster kommt wieder und jetzt wird unsere Animation Frame für Frame gerendert. Du siehst im Hintergrund hier unten, wie der Marker über die Animation Timeline durchläuft.
Und sobald wir hinten das Ende erreicht haben, sind wir fertig. Schauen wir uns das Endergebnis einmal an, indem wir das Video öffnen. Hier haben wir unsere 5 Sekunden Animation der 300 Frames durch 60 Bilder die Sekunde macht eine Länge von 5. Das ist unser Ergebnis für die heutige Folge und das waren auch alle nötigen Grundlagen, die du rund um das Thema Animation kennen solltest. Es gibt noch eine weitere Art von Daten, die man animieren kann, dazu in einer eigenen Folge mehr, die ein komplett eigenes Thema ist. Ansonsten, weitere Konfigurationen, um deinen Render zu verbessern, kannst du hier oben mit dem Bereich Render-Eigenschaften machen, denn hier gibt es diverse Bereiche mit Eigenschaften zum Feintunen des Renderers. Lass ansonsten gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest, schreib Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.